Ja, es ist tatsächlich passiert. Ich habe mittlerweile meine dritte Hernes-Waffe, wenn man sie so nennen will, oder Coral Giant Waffe gedroppt. Als erstes ja das Sword bei Giant Naga, dann der Jojo, der Typhoon, und nun bei Giant Naga war der Typhoon auch und jetzt wieder bei Giant Naga. Mann, Gott lobe diese Giant Nagas. Eine Nautilus, also eine Einhandaxt. Und Mann, das ist nicht nur irgendeine Einhandaxt. Das ist eine fast fucking High-Roll perfekte Axt. Wir haben 62,6% von 63. Also da fehlen nur 0,4% zum Max-Roll. Wir haben 19,5% Crit-Chance von 20. Also da fehlen auch nur 0,5%. Ja, Attack Speed ist mit 10,25, die Spanne ist zwischen 10 und 11,5, absolut wurscht. Waterbomb ist im Mittelfeld von 4 bis 9, wir haben 7. Aber ganz ehrlich, das Einzige, worauf wir gucken, ist Crit-Schaden und Crit-Chance. Und Baby, ist diese Axt geil. Die ist ziemlich geil. Ja, also man muss schon sagen, ich weiß nicht, es sieht so aus, als wäre ich ein bisschen lucky. Ich weiß auch nicht, also... Dritte Waffe, alle drei bei Giant Naga. Entweder ist Giant Naga irgendwie gottlos genial oder ich weiß auch nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall werden wir hier in diesem Video diese Axt jetzt natürlich ein bisschen upgraden und auf Ultimate machen. Und ich bete, dass gute Ultimate Rolls kommen, weil die wieder auf plus 9 zu dismanteln, wo auch die normalen Werte, die wir jetzt haben, quasi rerollt werden, ist halt absolut gar keine Option. Ja, also da muss halt wirklich, da muss was kommen. Wir haben keine Scroll oder Möglichkeiten, irgendwie nur diese Ultimate-Werte zu rerollen, obwohl das ja eigentlich beim Update damals so beschrieben wurde, dass man das machen kann. Ich weiß nicht, ob es zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie dazu kommt. Aktuell ist es ja auf jeden Fall nicht da, nicht möglich. Also müssen wir jetzt hier beten, dass Crit-Rate, Crit-Chance, Attack-Prozent kommt, PvE-Prozent. Also diese Werte müssen irgendwie kommen. Also bitte. Das wäre echt super, super gut. Ja, es wird so ein bisschen, aber für euch wird es gar nicht großartig auffallen. Ich werde es immer zwischen ein paar Chars hin und her reichen von meinen Chars. Wegen S-Protect und G-Protect Sachen und sowas alles. Wir werden dann noch A-Karten reinknallen. Glaube ich, 2 Stück habe ich auf Lager. Ich würde sagen, wir legen auch schon gleich los und verlieren hier keine Zeit. Wir haben unsere S-Protect Low und ein paar Power Dices. Ich hoffe, Mets reichen eventuell aus bis plus 10. Müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Aber erstmal können wir auf jeden Fall schon mal bis plus 5 so ganz normal loslegen. Und nachher packen wir das sowieso zum Ringmaster alles. Oh, die will überhaupt gar nicht auf plus 5. Look at these. Was ist da los? Oh, come on. Also hoffentlich zieht sich das so später nicht noch weiter durch. Wie viele S-Protects haben wir jetzt hier? Ja, tatsächlich hatten wir auf dem Char doch gar keine S-Protects mehr. Wahrscheinlich vom Sport noch weg. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben auf dem Ringmaster auf jeden Fall noch 58. Da gucken wir einfach mal, wie weit wir damit kommen. Und ich würde sagen, wir legen auch schon los. Wir haben noch ein paar Power Dice 12. Die werden wir auf jeden Fall später noch testen. Wir stoppen hier mal einmal kurz. Ich brauche nämlich auf jeden Fall die Rewards von hier noch. Für den Pass. Plus 7 ist die Waffe jetzt, plus 8. Schon mal ganz gut. Wir können jetzt auf jeden Fall hier nochmal kurz stoppen und geben mal die Power Dice 12 mit rein. Okay, das haben wir fertig. Ja, komm schon, machen wir die Power Dice 12. Machen wir erstmal auf plus 9. Aha, okay, jetzt haben wir es. Das erste Mal gefühlt, dass ich die Power Dice 12 richtig einsetze. So, jetzt machen wir noch kurz und machen jetzt nochmal Stopp. Wir haben jetzt wie viele Tries drin? Wo sehe ich das? Da, 12 Tries haben wir jetzt drin. Jetzt nehmen wir die Power Dice 12 und machen den Rest und die Ehren sind alle verdammt. So, und da können wir auch schon weitermachen. Wir sind wieder mit Mets versorgt. Wir haben bis jetzt 17 Attempts drauf. 12 haben wir jetzt mit den S-Protects noch. Wir gehen erstmal noch weiter durch. Vielleicht haben wir ja mal Glück beim Upgraden. Und da ist es. Das waren jetzt 20 Tries, I guess.
20 Tries. Wir haben jetzt 680 Attack. Schon ziemlich insane. Zum Vergleich 680, die FWC Golden Axe gibt 450. Also da sind wir schon bei 230 drüber. Not bad. Ich würde sagen, wir können auch noch gleich hier anfangen zu sockeln. Wenn wir schon dabei sind. Piercen wir das Ganze noch. Ja, machen wir hier einmal. Ach, scheiß auf die 2 gebundenen, die können wir auch in den Müll schmeißen. Und gehen wir einmal rein. Wir haben jetzt insgesamt 31 Rollen. Das zieht uns auf jeden Fall erstmal ordentlich Penny aus. Jetzt Stufe 2. 5 wollen wir natürlich haben, ist klar. Stufe 3 haben wir. Jetzt wird es ein bisschen zäh. Stufe 4 geht noch. Stufe 4 geht auf jeden Fall noch. Also Stufe 4 sehe ich dann noch, ja. Okay, jetzt sind wir bei 5. 5 ist, glaube ich, nochmal Average 30 Tries. Also da fehlt es jetzt ein bisschen. Wir können hier nochmal G-Protects rausholen. Das ist value-mäßig sowieso mit das Beste. Dann ziehen wir die 2 noch durch. So, wir haben jetzt hier nochmal 6 Tries. Die werden wir jetzt nochmal schnell rasch durchgehen. Auf meinem Blade. Auch wenn das wahrscheinlich den Kohl jetzt nicht fett macht. Vielleicht klappt es ja. Naja, hat nicht geklappt. Okay, jetzt müssen wir nochmal einen Charles switchen. Und zwar haben wir hier unseren Backup RM. Grüße gehen raus an Jona. Und hier haben wir auch noch von, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Auf jeden Fall haben wir 15 Skull of G-Protect. Wahrscheinlich irgendwie Battle Pass oder irgendwas. I don't know. Doch, ich habe Piercing Pass hatte ich bei denen gekauft mit den 7% Karten. Die sind hier, glaube ich, auch mit drin. Und die werden wir uns natürlich hier einverleiben. 15 Dinger. Wir haben schon 12 drauf. Das heißt, wir sind dann bei 27. Mal gucken, vielleicht reicht das ja. Hier auf jeden Fall jetzt schön in Slow Motion fürs Feeling. Wunderbar. Und auch gleich gucken, dass wir hier den Dezember-Pass so noch ein bisschen mitmachen. Try Safe Upgrade. Okay, cool. Zieht hier auf jeden Fall schon mal nicht mit rein. Perfekt. Warum auch? Ist ja auch kein Safe Upgrade. Ist ja Piercing. Und da ist es auch schon gekommen. Ich glaube, das waren unter 20 Tries. Kann das sein? Ja, man darf ja auch mal Glück haben, ne? Ja, super. So, und damit ist unsere Waffe eigentlich jetzt ready. Sie ist plus 10 und sie hat 5 Sockel frei. Wir packen jetzt erstmal noch keine Karten rein, denn wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, wenn wir sie zu Ultimate konverten, was rollt. Und da ist auf jeden Fall die Seite, Shoutout an Suede auf jeden Fall, die Flight Universe Wiki-Seite ziemlich gut. Und da sehen wir nämlich bei der Nautilus, was am Ende gerollt werden kann als Possible Random Ultimate Stats. Könnte man hier vielleicht noch mit dazu schreiben, aber es ist klar, es ist bei der Ultimate-Waffe mit eingegliedert. Ja, was haben wir? Critical Chance, Critical Damage. Wir haben Block Penetration, das wollen wir nicht haben. Also die ersten beiden sind auf jeden Fall sehr geil. Attack nehmen wir auf jeden Fall mit. Steel HP würde ich sagen, okay, ja, bin ich cool mit, bin ich fein. Max HP nicht unbedingt, die Stats nicht unbedingt, Blockrate auch nicht, PvP auch nicht, aber PvE-Schaden. Also quasi haben wir PvE-Schaden. Wir haben Steel HP, maybe, Attack auf jeden Fall, Crit-Schaden und Crit-Rate. Die nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit. Alles andere wäre so, nee, muss nicht sein. Wir hatten beim Sword nicht super viel Lack gehabt. Das Sword ist mittlerweile übrigens verkauft, für die es nicht mitbekommen haben. Das hatte ich für 5 mehr an Verkauf gehabt. Ich bete auf jeden Fall, dass wir 2 brauchbare Werte. Es müssen nicht mal High Rolls sein. Aber wenigstens brauchbare Werte, wo du sagst, okay, beide sind gut brauchbar. Dann wäre ich schon total zufrieden. Ich bin auch so total zufrieden, also nicht falsch verstehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann wohl einfach mal da rein. Ne? Wir haben hier die Sachen, die wir brauchen. 3-mal Shining Orichalcum und 3-mal ein Ultimate Orb plus die Waffe zum Ultimate machen. Und jetzt hilft eigentlich nur noch beten. Create Ultimate Weapon. Hier ist es, wollte gerade sagen. Ne? Wo ist es denn? Okay, 3-mal Shining Orichalcum und 3-mal Orb plus 100 Millionen Penya. Die haben wir natürlich gerade so. Und dann haben wir eine Ultimate Nautilus und ich hoffe, die Werte, die Random Stats sind brauchbar. Okay. Sagen wir, zählen einfach runter.
Von 112 auf 0. 112, 111, 110, 109. Ja, Spaß. Nee, doch nicht. 108, 107 und Attacke. Okay. Sie ist Ultimate. Sie ist jetzt Ultimate. Was sind es für Stats? Was sind es für Stats? Oh. Increased Attack und PvP Damage. Nein. Ach, fuck. PvP Damage, Digga. Attacke, PvP rein da. Bretter ich jetzt alle um. Increased Attack ist cool. PvP-Schaden ist aber nicht brauchbar. Ah, Digga, wo ist denn die Scroll, dass ich rerollen kann? Ich kann sie halt nicht zurücksetzen. Würde ich sie jetzt zurücksetzen, würden automatisch Crit-Schaden, Crit-Rate, Attack-Speed, Waterbomb und so auch neu gerollt werden und die können halt nur schlechter werden. Also es ist no way, dass die noch besser werden. Daher muss ich jetzt mit 2%, also der einzige brauchbare ist eigentlich Increased Attack und das ist ein Low Roll. Das ist besser als irgendwie einmal Dex plus 5 und einmal STA plus 3 oder so, keine Ahnung. Ja, ich schätze mal, ich bin jetzt im PvP-Blade. Let's go. Okay. So, dann würde ich sagen, packen wir auf jeden Fall von Ringmaster eine Sache hier definitiv noch vorher rein, bevor wir vom Ringmaster weggehen. Und das ist natürlich eine A-Karte. Und da nehmen wir natürlich nichts anderes als eine Thorn A-Card. Und die knattern wir hier schon mal rein. Ja, zack, 3%. Ansonsten gehen wir den Aal jetzt hier rüber an unseren Blade. Und ich würde sagen, wir können hier nochmal eine A-Card rausholen. Und die hier auch noch mit reinmachen. So haben wir schon mal 6% mit 2 Karten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich würde sagen, wir können auch nochmal Ultimate ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Da habe ich Bock drauf. Man muss halt sagen, die Nautilus ist so krass gut, dass wenn wir mal das mit Luzaka Crystal vergleichen, ist es, also jetzt hier rechts haben wir zum Beispiel die Stats von der Luzaka Crystal Axt, wie die rollen kann. Und da müssen wir halt schon sagen, wir sind in einer so hohen Range mit der Nautilus, dass es schon für die Luzaka Crystal Axt schwierig ist, besser zu sein. Also sie kann auf jeden Fall besser sein, mit Crit-Schaden, Crit-Chance. Aber das musst du halt da auch erstmal bekommen. Also theoretisch eine Medium Luzaka Crystal ist tendenziell vielleicht sogar noch schwächer als diese Nautilus. Jedenfalls von den Abilities, von den Werten, die sie haben kann. Base Attack weiß ich jetzt gar nicht, wie krass die sich unterscheiden. Von der Base Attack zeigt er mir hier zwar 544 an. Ich habe jetzt eine Base Attack bei einer Ultimate, also hier ist Rarity Ultimate, 544. Ich habe aber eine Base Attack von 680, also ich glaube, das kann sogar gar nicht stimmen. Also ich weiß nicht, ob Straight auch nochmal drüber gucken könnte, falls du das hier siehst. Theoretisch müsste die Base Attack ja höher sein, wenn wir jetzt bei der Nautilus gucken. Ja, bei der Nautilus sehen wir hier nämlich auch, dass die mit 524 eigentlich niedriger ist, als sie wirklich ist. Die Angriffswert ist nämlich bei 680. Der Base Attack, der angezeigt wird, ist halt, wenn sie wirklich clean ist und nicht Ultimate ist. Könnte ein bisschen verwirrend sein, aber so wissen wir auf jeden Fall, dass Luzaka Crystal dann doch noch ein bisschen höher ist von der Base Attack. Wahrscheinlich dann so um die 700 hat oder sowas, Ultimate. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier auf jeden Fall noch reingehen ins Ultimate Upgrading. Ich würde sagen, auf eine solide plus 3 können wir da auf jeden Fall gehen. Wir machen erstmal Schritt für Schritt, ne? Das ist ja hier so ein bisschen komisch mit hin und her springen. Wir machen erstmal plus 1. Wir könnten theoretisch ja auch einen Double Success haben. Okay, wir haben jetzt schon mal plus 1, ne? Dann gehen wir jetzt Upgrade Goal plus 3. Was mit plus 2? Ey, wir wollen eigentlich auf plus 3, ne? Aber das kommt mir alles so ein bisschen auch komisch vor. Ach, mein Item Level ist plus 0, ne? Oder? Okay, warte mal. Das ging jetzt echt ein bisschen wild. Meine Ogris sind jetzt auch schon alle weg. Das ist jetzt erst plus 2. Okay. Ich würde sagen, vorsichtshalber lassen wir das jetzt so einfach. Wir lassen das ja so. Also das war mir jetzt echt ein bisschen wild. Und, Alter, die Ogris sind bei mir alle weg. Ich dachte, plus 3 ist noch relativ easy, aber das war jetzt gar nicht so. Der ist ja zwischendurch auf plus 0 wieder zurückgesprungen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt so einfach und dann ist gut. Wir ziehen jetzt einmal an. Naja. Cool ist sie nicht, ne? Also sie ist so wegen der Rarität ziemlich geil, aber eine Luzaka Crystal X würde halt wesentlich geiler aussehen. So, wir sind jetzt einmal durchgebufft und wir gucken jetzt mal, was haben wir jetzt für Werte.
Wir haben eine Crit-Schaden von 184,6% ohne irgendwas an, außer die Buffs und das Pet. Und wir haben eine Crit-Chance von 85,5. Das heißt, mit einer Potion haben wir 95,5, was okayisch ist. Ich würde aber sagen, gehen wir da jetzt mit den restlichen Werten jetzt noch auf Crit-Rate oder auf Crit-Schaden? Es wäre halt nice gewesen, hätten wir noch irgendwie einen Crit-Rate-Roll mitgehabt bei den Ultimate-Stats. Jetzt wäre halt dieses Sword, was wir hatten, wäre jetzt echt top gewesen. Ne? Beide Waffen, dann wäre schon komplett Next Level vom Gear. Habe ich verkauft. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine schlechte Entscheidung gewesen. Ich denke einfach, um dieses Problem zu lösen, droppe ich mir einfach noch so eine Waffe. Entweder noch eine Axt oder ein Sword. Kappa. Nee, das Sword war eigentlich schon ziemlich geil. Ne? Das habe ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich denke... Ja, was denke ich denn eigentlich? Eigentlich nicht viel, ne? Warte mal, nee, ist sogar noch die schlechtere Axt. Wir nehmen die hier. Damit haben wir jetzt... Warte mal. Haben wir jetzt 85,5. Also uns fehlen 15%. 10% bekomme ich sowieso von Potion of Recklessness, die ich dauerhaft use. Das heißt, uns fehlen nur noch 5% am Ende bis Maximum. Ja, schwierige Sache auf jeden Fall. Also ich denke mal, vorerst da mit 3%, mit 3 mal Wind reinzugehen, wäre jetzt vielleicht gar nicht so... oder? Nee, ich gehe mit Crit-Schaden. Ich gehe auf Crit-Schaden. Wir gehen auf Crit-Schaden. Den Rest machen wir noch mit Crit-Schaden voll. Scheiß auf die 5%. Okay, da ist die abgegradete Waffe nun mit 12% Crit-Schaden erstmal drin. Würde ich sagen, ist ganz stabil. Damit kommen wir jetzt auf 194,6% Crit-Schaden, Alter. Neue Crit-Schaden Potion drin. Da sind wir auf jeden Fall über die 200er-Marke easy drüber. Pet haben wir immer noch eine Menge Luft nach oben und uns mal irgendwie mal von dem Geld auch mal ein ordentliches Pet zu holen. Ja, da bleibt eigentlich jetzt nur noch eine Sache, würde ich sagen. Und zwar versuchen wir jetzt mal heftig darauf, ein bisschen STR plus 4 zu rollen, würde ich sagen. Und Abfahrt. STR plus 2. Und schon plus 4 muss drin sein. Was ist es für eine Chance? Stand ja da, ne? 1% nur. Damn. STR plus 1. STR plus 2, STR plus 1, STR plus 1, STR plus 3. Damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Bei so einer Waffe kann man schon STR plus 4 machen. STR plus 1, STR plus 1, STR plus 1, STR plus 2, STR plus 1, come on. Komm schon, einmal Glück. Wie oft ich das sage. Und wie oft ich schon Glück hatte. Trotzdem bitte ich immer noch, dass ich irgendwie immer Glück habe. STR plus 3. STR plus 1. STR plus 3. Eigentlich verrückt, weil, ich sag mal, dieses eine plus 4 macht jetzt den Kohl eigentlich auch nicht fett, aber einfach fürs Aussehen bei dieser Waffe fühle ich das so sehr, dass da eine STR plus 4 draufsteht, ne? Und da ist es, STR plus 4. Boom, da ist die Waffe. 62,6% Crit-Schaden als Effekt. 19,5% Crit-Chance. ATK, Speed, Waterbomb, egal. Increased Attack, okay, gut. Könnte schlimmer sein, aber perfekt ist es auf jeden Fall nicht. STR plus 4 und Crit-Schaden plus 12%. Heftig. Ja, das ist auf jeden Fall eine Axt, die sich sehen lässt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie performt sie denn? All das und noch viel mehr in der nächsten Folge von Max und sein Glück. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Gedanken sind zu der Axt. Seid ihr so Team, oh ja, Max, ich gönn dir. Oder eher so, ey Max, Digga, wegen dir quitte ich dieses Game so heftig. Was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist, weil es ist so scheiße anzusehen, wie du schon 3 Waffen gedroppt hast und ich bekomme einfach gar nichts, Brudi. Und du hier, beste Waffe, beste Werte, es kann auch nicht wahr sein. Ich fühl's, ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig über die Waffe, dass das so super gut läuft mit dem Update bei mir persönlich. Ich sehe aber auch viele Kommentare und im Discord und so, viele Leute, die aufgebracht sind, weil sie schon die 5-fache oder 6-fache Menge wahrscheinlich von meinen Giants gehuntet haben.
Und die haben noch nicht eine Waffe bekommen. Und ich sitze hier mit 3 Waffen. Ja, aber gut, dafür kann ich halt am Ende des Tages halt leider auch nichts. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat, würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und